Du bist bestimmt da, weil du wissen möchtest, wie meine Erfahrung mit diesem geilen Teil ist, die Osmo Pocket 3. Und der Erfahrungsbericht, den erkläre ich dir jetzt. Was ist gut, was ist schlecht an dieser Kamera? Ist diese Kamera überhaupt was für dich? All das erfährst du in diesem Video. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, dann herzlich willkommen. Mein Name ist André. Ich bin Fotograf, Videograf, Content Creator, was weiß ich nicht alles. Such dir was aus. Also wie gesagt, ich fotografiere gerne, videografiere gerne und erstelle gerne solche Reels. Wenn du schon länger dabei bist, herzlich willkommen zurück. Also, es geht um die Osmo Pocket 3 und meine Erfahrung damit, ob ich sie mir nochmal holen würde, wenn ich nochmal vor der Entscheidung stehen würde, was daran gut ist und was daran schlecht ist. Also, die Osmo Pocket 3 habe ich jetzt schon mehrere Monate bei mir im Einsatz. Und um es vorwegzunehmen, diese Kamera ist einfach, mir fehlen die Worte tatsächlich. Also ich benutze sie wirklich so häufig und ich möchte sie einfach nicht mehr missen. Das ist wirklich eine Ergänzung zu meiner Hauptkamera und es hat meine Kreativität einfach noch auf ein anderes Level gebracht. Chapter 1, warum habe ich mir diese Kamera gekauft? Nun, wie erwähnt, bin ich in erster Linie Fotograf und Videograf und diese ganze Content Creation, die kam nach und nach dazu und die macht mir einfach richtig viel Spaß. Und ich stand dann irgendwann vor der Entscheidung, möchte ich alles mit meiner Hauptkamera filmen? Das hat nicht funktioniert, weil ich die ja zum Fotografieren und zum Videografieren benutze. Dementsprechend war die quasi geblockt. Und dann hatte ich die Alternative, mache ich das Ganze mit dem Handy. Ich habe aktuell ein iPhone 13 Pro. Bei dem Handy ist es allerdings so, dass ich das Handy nicht primär dann für die Videografie benutzen wollte, weil ein Handy ist letztendlich immer noch dazu da, um erreichbar zu sein oder um jemanden zu erreichen. Und wenn ich damit den ganzen Tag filme und der Akku leer ist, dann bin ich nicht mehr erreichbar. Und das zweite Problem bei dem iPhone ist, ich finde, dass die Videos bei dem iPhone sehr überschärft sind. Das ist sehr unnatürlich und das mag ich nicht. Von daher ist das Handy dann auch rausgefallen. Die zweite Alternative war eine zweite Kamera und diesen Gedanken habe ich aber ganz schnell wieder verworfen, weil eine zweite Kamera bedeutet auch, ich müsste ein zweites Objektiv haben und das sind Kosten, die ich einfach nicht investieren wollte und dann bin ich irgendwann auf die Osmo Pocket 3 gestoßen, habe mir dazu wirklich unzählige Videos angeguckt von Erfahrungsberichten auf Deutsch, auf Englisch, was gut ist und was schlecht ist, genau das, was ich jetzt auch mache. Und alle haben von dieser Kamera geschwärmt und irgendwann habe ich dann den Entschluss gefasst, mir diese Kamera zu kaufen. Sie kam an und von Tag 1 habe ich sie einfach wirklich geliebt. Grund Nummer 2, warum ich mir die Osmo Pocket 3 geholt habe, ist die Größe, beziehungsweise nicht die Größe, sondern halt wirklich, wie winzig diese Kamera ist. Ich halte mal mein Handy daneben und ihr seht es. Ups. Sie ist kleiner als ein Handy. Sie ist ein bisschen dicker, aber sie ist kleiner als ein Handy. Und wenn du mich schon länger kennst, ich bin wirklich mit super viel Kram unterwegs. 2 Objektive, eine Kamera, einen Rucksack, 2 Stative und. Ich fand es halt immer doof, ein Mikrofon auf die Kamera zu packen, dann das Ganze einzustellen, dann zu vloggen, das Ganze dann wieder in den Rucksack zu packen. Und das Ganze kann ich einfach mit der Osmo Pocket 3 umgehen. Wenn ich sie in der Tasche habe, ich zeige euch das mal in Bauchtasche. So, Bauchtasche drin. Ich hole die Kamera raus, klappe das Display auf, warte 3, 4, 5 Sekunden und das Ding ist einfach einsatzbereit. Das ist super genial und das ist auch das, was ich wirklich schätze, dass ich halt super schnell einsatzbereit bin, wenn ich diese ganzen Videos aufnehme von unterwegs. Und sie nimmt halt einfach wirklich keinen Platz weg. Neben der Größe spielt natürlich auch das Gewicht eine Rolle. Wie schon erwähnt, bin ich mit super viel Kram unterwegs auf Island. Hatte ich bis zu 11 Kilo in meinem Kamerarucksack und das Ding wiegt halt einfach wirklich super wenig. Das Gewicht blende ich jetzt hier ein. Das ist einfach ein Gewicht, was man nicht erwähnen muss, weil, wie gesagt, sie nimmt keinen Platz weg und dementsprechend auch kein Gewicht. Der zweite Grund, der mit der Größe einhergeht, ist einfach, dass ich mich tatsächlich nach 2 Jahren YouTube immer noch unwohl fühle, wenn ich in die Kamera spreche und zudem auch unwohl fühle, wenn Passanten drumherum sind. Das heißt, wenn ich die irgendwo hinstelle, in dem schönen Café, wo wir gerade im Urlaub sind oder so, dann ist diese Osmo Pocket 3 einfach viel unauffälliger als so ein Riesenklopper an Kamera und Objektiv. Ebenfalls wichtig in der Content Creation ist, vor allem wenn du unterwegs bist, ist die Akkulaufzeit.
und die Akkulaufzeit der Osmo Pocket 3, die ist gut. Die ist nicht überragend, die ist auch nicht total schlecht, sondern sie ist halt einfach wirklich ausreichend für dem, was ich mache. Ich benutze diese Kamera sehr, sehr oft am Tag, wenn ich unterwegs bin. Klappt das Display bestimmt 30, 40 Mal hoch und wieder zu, nehme kleine Sequenzen auf, mache Motion, Timelapse etc. und der Akku hält tatsächlich einfach den ganzen Tag. Also damit kommst du wirklich aus. Wenn du da ein bisschen Bedenken hast und du aber zum Beispiel die Creator-Kombo dabei hast, wo du einen externen Akku noch dabei hast oder aber du mal mit einer Powerbank durch die Gegend läufst, dann lädt dieser Akku in 20 Minuten von 0 auf 80%. Und das ist einfach so unfassbar schnell. Diese 20 Minuten, das ist, keine Ahnung, ein Kaffee, ein Brötchen irgendwo an der Ecke und danach bist du einfach wieder ready to go und kannst weiter Content aufnehmen. Ist mir tatsächlich noch nie passiert, dass der Akku leer gegangen ist, der Kamera. Von daher, wie gesagt, also der Akku ist auf jeden Fall ausreichend. Ja, zum Thema Akku hatte ich ja gerade schon gesagt, ich möchte halt nicht, dass der Akku meines Handys einfach leer ist und ich einfach nicht mehr erreichbar bin, wenn ich irgendwo im Urlaub bin und keiner weiß, wo ich bin, sondern ich kann dann einfach den Akku der Osmo Pocket 3 leer ballern und gut ist. Punkt Nummer 3 ist die Creator-Kombo und die Creator-Kombo würde ich dir als Content Creator, als YouTuber, wenn du Videos von dir machst, wie du fotografierst oder videografierst, kann ich die Creator-Kombo einfach nur ans Herz legen. Die kostet ein bisschen mehr, als wenn du die Kamera so kaufen würdest, ist halt normal. Aber du hast halt auch einfach super viel Mehrwert. Das beste Gadget an dieser Creator-Kombo ist das DJI Mic 2, was du jetzt auch gerade hörst. Und das DJI Mic in Zusammenhang mit der Osmo Pocket 3 ist halt wirklich überragend. Ich kann die Aufnahmefunktion der Osmo Pocket 3 über das DJI Mic steuern. Das heißt, ich drücke einmal auf den Knopf und die Kamera startet und ich drücke wieder auf den Knopf und die Osmo Pocket 3 beendet das Video. Und das Ganze kann ich aus der Distanz machen, das heißt, ich muss nicht erst zur Kamera hinlaufen, drücke drauf, laufe dann wieder zurück, sammle mich und fange dann das Video an, sondern ich kann halt einfach auf das Mic drücken, die Kamera nimmt auf, ich kann meinen Content bringen und kann das ganze Video beenden. Unter anderem ist in der Creator-Kombo noch ein Adapter dabei. Das ist dieser Adapter hier und an diesem Adapter hast du unten ein, ich glaube, Viertelzoll-Gewinde dran und mit diesem Viertelzoll-Gewinde kannst du die Osmo Pocket 3 einfach auf jeglichen herkömmlichen Stativ befestigen. Ich habe große Stativköpfe, ich habe kleine Stativköpfe und mit einem Adapter kann ich die einfach überall befestigen. Wie schon erwähnt, neben diesem Adapter hast du natürlich noch den externen Akku dabei. Bei diesem Akku finde ich es ein bisschen problematisch, dass der Akku den internen Akku lädt und das dann quasi dein Akku ist. Viel besser und umweltfreundlicher würde ich es finden, wenn die Energie des externen Akkus direkt gezogen wird, weil das würde den internen Akku hier ein bisschen schonen. Wieder die Langzeiterfahrungen sind, was das angeht, was die Akkuhaltbarkeit angeht. Bin ich überfragt, kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Weiterhin hast du in der Creator-Kombo eine sogenannte Schutzhülle. In dieser Schutzhülle hast du die Möglichkeit, 2 Filter reinzupacken. Die obere Halterung ist für das mitgelieferte Weitwinkelobjektiv. Das benutze ich mal mehr, mal weniger. Finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. In der zweiten Halterung hast du die Möglichkeit, dann zum Beispiel einen D-Filter rein zu packen. Das Ganze hält magnetisch und das hält auch wirklich sehr fest. Dann hast du in der Creator-Kombo noch ein kleines Mini-Stativ und dieses Mini-Stativ benutze ich ab und zu, wenn ich diese Videos hier mache oder einfach für B-Rolls, dass die Kamera vernünftig steht und auch das ist in der Creator-Kombo mit bei. All das, was ich jetzt gerade erwähnt habe, ist in dieser schönen Tasche mit dabei und du kriegst alles problemlos da rein. Die Tasche nimmt keinen Platz weg, die kannst du einfach in den Rucksack schmeißen oder irgendwo mit einem Karabinerhaken am Rucksack befestigen und du kannst dein Content aufnehmen. Der nächster Punkt, warum ich diese Kamera so liebe, ist halt einfach, weil sie super einfach zu bedienen ist. Also es ist wirklich kinderleicht. Du brauchst 2 Bewegungen und die Kamera läuft. Die erste Bewegung ist, du klappst das Display auf. Upsala. So, klappst das Display auf, wartest 2, 3, 4 Sekunden, bis sie ready ist, drückst dann einfach auf Aufnehmen und das Ganze wird aufgenommen. Genauso schließt du das Display, wartest 3 Sekunden, das Display geht aus. Der Gimbal-Kopf klappt ein
und du kannst das Ding wieder verstauen. Es ist wirklich super einfach und super intuitiv zu bedienen. Das ganze Menü ist super einfach aufgebaut, du findest dich da sehr schnell zurecht und kannst nach ein paar Tagen das Ganze einfach intuitiv bedienen. Ich hatte gerade den Gimbal erwähnt und der Gimbal ist auch der nächste Punkt, den ich euch wirklich ans Herz lege, dass du einfach mal ausprobieren sollst. Gimbal ist quasi hier oben, der kleine Kopf, und mit dem kannst du einfach super coole Aufnahmen machen. Du kannst Schwenks machen, du kannst Motion Timelapse damit machen, du kannst wirklich cinematische Aufnahmen damit machen, indem du die Schnelligkeit einfach langsamer einstellst und kannst mittels des Knopfes hier vorne diesen Gimbal-Kopf einfach intuitiv bedienen. Das ist viel einfacher, als wenn du dein Smartphone nehmen würdest und einfach diese Moves mit dem Smartphone machst. Das kannst du einfach mit dem Gimbal Head viel einfacher machen. Du hast auch ein paar coole Funktionen mit bei, indem du zum Beispiel so 180 Grad Movements mitmachst. Das erzeugt nochmal wirklich cinematische Aufnahmen und der Betrachter bleibt einfach lange bei deinem Video dabei. Dieser Gimbal Head oder Gimbal Kopf hat allerdings auch Nachteile, und zwar im Zusammenhang mit dem Active Track. Active Track ist das, dass du dich selber quasi markierst und der Gimbal Kopf bzw. die Kamera folgt dir halt einfach. Du kannst einstellen, ob du in der Mitte des Bildes sein möchtest, links oder rechts, du kannst die Höhe variieren, das ist super cool. Allerdings finde ich persönlich, dass dieses Movement, wenn du dich bewegst, ist einfach viel zu schnell von diesem Gimbal Head, und bisher gab es auch kein Update, dass man das einstellen muss. Ich würde es cooler finden, wenn dieses Movement einfach wirklich ein bisschen smoother ist, ein bisschen eleganter, dass es nicht so abgehakt ist. Das würde ich mir vielleicht mit einem der nächsten Updates wünschen, und dann würde ich dieses Active Track natürlich auch dementsprechend häufiger benutzen. Der zweite Nachteil bei diesem Gimbal-Kopf ist, dass der tatsächlich sehr anfällig ist. Das Ganze ist sehr filigran und einfach aufgebaut, und wenn du die jetzt so ohne Hülle in die Tasche stecken würdest, dann ist es ganz schnell so, dass der Kopf einfach nach vorne geht und die Linse ist irgendwie anfällig für Kratzer. Die ist zwar mit einem kleinen Widerstand hier drin, allerdings ist das nicht ausreichend, dass der immer so da drin bleibt. Von daher solltest du immer eine Hülle benutzen, um einfach den Gimbal-Kopf zu schützen. Ja, kommen wir zum Fazit. Wie anfangs schon vorweggenommen, würde ich mir die Osmo Pocket 3 in der Creator Combo immer und immer wiederholen. Du kannst damit super coole Aufnahmen machen, weil das Ding einfach super klein ist. Du kannst es in jede Ecke stecken. Mit dem Zubehör, was du extern noch kaufen kannst, hast du die Möglichkeit, das zum Beispiel mit einer Magnetplatte an magnetische Unterlagen dran zu heften. Du kannst Magic Arms benutzen, indem du super coole Winkel machst und. Also deine Kreativität wird einfach nochmal auf ein anderes Level gesetzt. Für knapp 650, 630, 670, je nachdem welches Angebot, bekommst du halt einfach eine, ja, ich nenne es jetzt einfach mal eine vollwertige Kamera. Die Qualität der Videos, die sprechen halt einfach für sich. Wenn du meine letzten Videos gesehen hast, die wurden alle mit der Osmo Pocket 3 gefilmt, und für den Otto-Normalverbraucher, der sich die Videos auf einem Handy anguckt oder auf einem Tablet etc., der wird keinen Unterschied sehen, ob das jetzt mit der Osmo Pocket 3 gefilmt ist oder aber mit einer, weiß ich nicht, 3.000, 4.000 Euro Vollformatkamera. Ja, als Zweitkamera finde ich sie einfach mega geil. Du sparst Akku an deiner Hauptkamera, du brauchst kein zweites Objektiv, wenn du eine Zweitkamera kaufst. Du sparst Akku an deinem Handy und. Also summa summarum kann ich dir die Osmo Pocket 3 auf jeden Fall empfehlen, wenn du auf einer Suche nach einer Zweitkamera bist. Dieses Video ist auch nicht gesponsert oder sowas von DJI, sondern das basiert einfach auf meiner eigenen Meinung. Es ist mit DJI überhaupt nichts abgesprochen, und ich wollte dir einfach nur meine persönlichen Erfahrungen als kleiner Content Creator mit der Osmo Pocket 3 weitergeben. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen da. Wie gesagt, wenn du neu auf diesem Kanal bist, würde ich mich über ein Abo freuen. Schau auch gerne bei Instagram vorbei, da poste ich regelmäßig Content. Wenn du da eine Frage hast, kannst du mir auch gerne bei Instagram schreiben, und dann hoffe ich, dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und ciao, ciao.